Moin liebe Tischtennisfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben von Loki Germany eine Kiste zugeschickt bekommen. Unter anderem war hier der Loki Arthur drin. Der wiegt 82 bis 88 Gramm, ist für 38 € erhältlich. Klebriges Obergummi. Und wir ziehen hier einmal die Folie ab und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben mal einen Ball, wir testen direkt mal, ob das Obergummi wirklich... Oh, das klebt. Naja. Auf jeden Fall testen wir den jetzt gründlich durch. 38 € für einen Offensivbelag, relativ günstig. Und mit unserem Rabattcode von Loki bekommt ihr noch 10% Rabatt. Vielen Dank an Loki Germany für die Belege und let's go mit dem Video. Kommen wir nun zu ein paar technischen Informationen zum Loki Arthur China. Er ist einer von 4 Belegen in der Loki Arthur-Reihe. Neben ihm gibt es noch den Loki Arthur Asia, den Arthur Europe und den Arthur Diamond. Bei dem Arthur China handelt es sich um einen China-Belag, wie man auch im Video gut erkennen konnte. Erhältlich ist der Belag in den Farben Rot und Schwarz und ausschließlich in der Dicke 2,1 mm. Interessant zu erwähnen ist, dass der Belag extra für Plastikbälle entwickelt wurde und sie das sogar auf das Obergummi raufgeschrieben haben. Der orangefarbene Schwamm ist eher dichter, feinporiger und zudem ziemlich hart mit 40 Grad. Dabei muss man aber beachten, dass das die chinesische Härte ist und umgerechnet in unsere ESN-Skala sind es ca. 50 Grad. Wir haben den Belag in Schwarz getestet und das Gewicht des Belags ist bei unserem Exemplar 88,6 Gramm mit Verpackung gewesen und 70 Gramm ungeschnitten mit Folie. Das ist etwas höher als beispielsweise beim Loki RX-Ton 7, den ihr in dem Video von Lorenz sehen konntet. Kurz einmal zum Ablauf, ihr kennt es eigentlich mittlerweile. Erst ein paar Grundschläge, bisschen einmal austesten, ist ja China-Belag, also schon nochmal ein bisschen andere Spielweise. Da kommen wir rein, dann streut mir Lorenz ein paar Bälle mit Spin-Side ein. Ich werde dann Spin testen und Tempo testen und abschließend kommt dann natürlich noch ein Fazit. Let's go! Okay, also erster Eindruck, fühlt sich eigentlich ganz gut an, außer beim Kontern. Beim Kontern kommt ein ganz komisches Geräusch, habt ihr gerade auch selber gemerkt. Ich habe jetzt noch nicht so viele China-Belege getestet, auch wenn ich beim Hurricane 3 hat sich das nicht ganz so angefühlt. Beim Topspin muss ich dann allerdings sagen, war ich positiv überrascht. Es kam sehr viel raus und man hat vor allem auch sehr viel Spin kreieren können. Trotzdem hatte man gute Kontrolle, man hat es einmal gesehen. Ich habe auch mal einen Abwehrball gemacht, das ging alles ganz gut. Mal schauen, wie es sich mit Spin-Side macht. Ich ziehe jetzt erstmal ein paar Bälle auf Spin, mal schauen, wie sich das anfühlt. Als Referenzwert mit meinem normalen Schläger habe ich immer so 120 Umdrehungen 115 bis 120 Umdrehungen hinbekommen. Boah, aber eigentlich, also es sieht schon spinnig aus. So, vom Gefühl her hat es sich ganz gut angefühlt beim Topspin. Ich muss aber sagen, es war super einfach, den Ball sehr weich zu treffen. Hat man, denke ich, auch, oder konnte man gut auch an der Flugkurve erkennen. Der Ball hat sich bewegt, wie als ob da ultra viel Spin drin ist. Also so wie wenn ich mit meinem normalen Schläger den Ball richtig gut treffe und richtig weich treffe, so war die Flugkurve irgendwie. Aber am Ende waren jetzt nicht so viele Umdrehungen drin wie bei meinem richtigen Schläger. Muss man natürlich auch sagen, ist deutlich kontrollierter, ein Ticken langsamer. Dafür aber auch besser für Anfänger geeignet. Von daher finde ich es gar nicht schlecht. Tatsächlich, was ich auch ganz gut positiv hervorheben möchte, ist, dass kaum Bälle abgerutscht sind und vor allem, dass der Ball durch diese China-klebrige Oberfläche kann man ihn sehr einfach greifen. Ne? Du hast eine längere Kontaktzeit und vielleicht ist es daher auch einfacher für mich gewesen, den Ball so sehr weich zu treffen. Kleine Ergänzung, nachdem ich jetzt ein paar Bälle damit gespielt habe, muss ich sagen, komme ich wirklich auf so ungefähr die Spin-Werte, wie sie auch mein normaler Schläger hat. Mal schauen, wie es jetzt sein wird, wenn ich auf Tempo ziehe. Ich kann mir vorstellen, dass ich dort Einbuße machen werde. So, vom Gefühl her tatsächlich eigentlich ganz gut beim Tempo. Vor allem auch wieder diese Kontrolle, die man gerade eben beim Spin schon hatte, konnte sich hier bestätigen. Das heißt, auch wenn ich jetzt nicht im Training bin, konnte ich direkt
ziemlich sicher auf den Tisch spielen und wenn ich ihn gut getroffen habe, dann kam auch echt viel raus. Also ich war jetzt positiv überrascht bei den Bällen auf Tempo und ja, wir werden es jetzt noch so machen. Lorenz spielt mir noch ein paar verschiedene ein, auch mal mit Rückhand. Einfach nur, um noch ein Gefühl zu kriegen, um dann ein endgültiges Fazit machen zu können. Bisschen überm Tisch werden wir auch noch machen, natürlich. Ich glaube, First Try schaffe ich 121. Ah, das war nicht gut. 112. Lorenz macht jetzt ein paar verschiedene Aufschläge. Ich will ein bisschen meinen Rückschlag schauen, wie das überm Tisch ist. Ich muss sagen, Rückschlag ist das, wo ich eigentlich mich am meisten drauf freue mit dem China-Belag, weil ich da immer das Gefühl hatte, dass durch diese klebrige Oberfläche enorm viel Kontrolle überm Tisch kommt. Mal schauen, ob sich das bestätigt. Okay, also Rückschlag, muss ich sagen, wie erwartet hat es sich angefühlt. Klassischer China-Belag. Wenn ihr einmal einen China-Belag gespielt habt, dann könnt ihr das ganz gut nachvollziehen. Ich habe noch nicht genug China-Belege getestet, um die Nuancen bei den China-Belegen so rausschmecken zu können. Für mich hat es sich sehr gut angefühlt. Vor allem überm Tisch hatte ich sehr viel Kontrolle. Das heißt, was natürlich anders ist bei dem China-Belag, du musst deutlich mehr Eigeninitiative machen. Und mir kommt es immer so vor, du musst deutlich mehr nach oben spielen. Man kann es ganz gut sehen, als Lorenz lange Unterschnittaufschläge gemacht hat. Normalerweise ziehe ich die nach vorne, weil mein Belag schon so schnell ist und so viel Power mitbringt. Wenn ich das hiermit gemacht habe, habe ich nicht genug Momentum aufbringen können, als dass der Ball übers Netz geht. Wenn ich aber, so wie ich es bei den letzten Bällen dann gemacht habe, schön weich nach oben, ne, auf Spin den Ball angezuppt habe, dann kamen die sehr sicher und haben sich auch super gut angefühlt. Ne? Ich konnte sehr gut kontrollieren, auch beim Flipball will ich ihn dahin spielen, auch beim Kurzleger, dahin. Und da kam es mir dann so vor, wenn ich passive Bälle spiele, ich musste ihn nicht so gut treffen. Mit dem Kurzleger, manchmal hatte ich das Gefühl, okay, nicht gut getroffen, mit meinem normalen Schläger wäre der auf jeden Fall lang geworden und durch den China-Belag war er dann trotzdem am Ende noch kurz. Das heißt, für gerade so Leute, die so ein bisschen fuchsiger spielen wollen, auch mal einen langsamen Ball gut platziert irgendwie mit Übersicht spielen möchten, kann das hier eine ganz gute Wahl sein. Aber jetzt kaputtes Handgelenk. Okay, ich mache mal 2 Aufschläge mit meinem normalen Schläger und 2 mit dem Spin-Side. Ihr wisst, was ich meine. Kannst ja mal annehmen, wie es sich anfühlt. Kommen wir kurz zum Aufschlag. Vom Gefühl her, Spin nimmt sich nicht so viel zu meinem normalen Schläger, aber ich konnte ihn mit dem China-Belag tatsächlich etwas besser greifen. Das heißt, es hat sich einen Ticken sicherer angefühlt. Aber was mich verwundert hat, ich konnte mit meinem normalen Schläger deutlich besser kurz aufschlagen. Und es hat sich einfacher angefühlt, kurz aufzuschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich konterintuitiv. Ich hätte erwartet, dass es einfacher ist, mit dem kürzer zu spielen. Aber tatsächlich sind mir mit dem China-Belag die Aufschläge öfter länger rausgesprungen als mit meinem normalen Schläger. Kann natürlich aber auch damit zusammenhängen, dass ich mit meinem Schläger halt eingespielt bin. Deswegen da jetzt auch nicht zu viel Wert drauf legen. Als letztes machen wir noch Einsatz bis 5, wo ich blocke gegen Lorenz, der Topspin zieht, Vorhand aus Rückhand. Ich blocke mit Rückhand, feuer ab und zu mal gegen. Einzel. Kurz zum Blockspiel muss ich sagen, hat sich für mich am schlechtesten von den getesteten Bereichen angefühlt. Ich hatte etwas Schwierigkeit, wenn Lorenz Tempowechsel, Spinwechsel gemacht hat, das Ganze zu kontrollieren, was mich tatsächlich gewundert hat, weil das ist eigentlich was, wo die China-Belege relativ viel Sicherheit bieten. Hier kam er mir ab und zu etwas unkontrolliert vor, gerade wenn er sehr viel Qualität gespielt hat. Zumindest im Vergleich zu dem Dicknicks, den ich normalerweise spiele. Trotzdem muss man sagen, beim Chop-Block zum Beispiel fand ich ihn sehr gut. Ich konnte den Ball sehr gut greifen, hat sich ziemlich einfach angefühlt. Und ja, nur dieses, wenn er sehr viel Qualität gibt, ist er bei mir sehr oft irgendwie rausgegangen. Und da hat es sich ein bisschen anders angefühlt, als ich es gewöhnt bin. Kommen wir nun zum Endfazit vom Belag. Ich finde, es ist ein sehr guter Einsteigerbelag für Leute, die China-Belege spielen wollen auf der einen Seite
und für Leute, die bereit sind, den Ball weich zu treffen und nach oben zu spielen und eher über die Platzierung zu gehen. Mit 38 € ist er im Vergleich ungefähr so wie der Hurricane 3, was natürlich eine Hausnummer ist, bekannter Name. Ich finde aber, er kann auf jeden Fall mithalten. Alles Typische für einen China-Belag hat er. Man hat dieses Gefühl, diesen Touch, diese lange Kontaktzeit, die man sich auch vorstellt. Eine kleine Ergänzung noch, und zwar meine ich mit, das ist eher ein Einsteigerbelag, dass es ein Einsteigerbelag für die China-Belege sind. Grundsätzlich finde ich nicht, dass die China-Belege unbedingt einsteigerfreundlich sind, sondern eher fortgeschrittene Belege sind. Für Anfänger ist der Belag jedoch trotzdem hart und sehr schwer zu kontrollieren. Trotzdem muss man bedenken, dass es, um Techniken zu erlernen, auch sehr gut sein kann, weil China-Belege deutlich fehlerverzeihender sind, da sie diesen Sumpfeffekt haben, wenn man den Ball nicht gut trifft. Ich würde euch raten, testet ihn, bevor ihr ihn spielt, oder testet zumindest, dass ihr schon mal einen China-Belag gespielt habt. Es ist etwas sehr anderes. Gerade beim Konter- und Blockspiel fühlt es sich für mich sehr ungewohnt an. Beim Offensivspiel und beim Kontrollierenden mit Spin-Ziehen, aber auch wenn man auf Tempo geht, hat es sich für mich sehr gut angefühlt. Überm Tisch auch genial, das heißt, man kann wirklich sehr gut platzieren, die Bälle dorthin spielen, wo man sie haben möchte, aber man muss halt alles deutlich mehr nach oben ziehen, als jetzt zum Beispiel beim Shire 03. So Leute, das war's mit dem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal einen Kommentar, liked auch gerne das Video. Und wenn ihr jetzt Lust habt, den Belag zu kaufen, dann schaut mal in der Videobeschreibung. Ihr könnt den bei Loki Germany ganz easy bestellen. Mit dem Rabattcode, den wir hier einblenden, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt von euren TT-Testleuten. Kurzer Reminder noch an euch. Auch wenn wir die Kiste von Loki zugeschickt bekommen haben, von Loki Germany, wir haben dafür keinen Cent bekommen. Das heißt, wir haben die Belege gestellt bekommen und wir machen trotzdem natürlich unabhängige Reviews. Und wir sagen euch auch ehrlich, wenn wir was kacke finden oder gut finden, dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Da ist uns unsere Integrität wichtiger. Und falls euch dieser Belag jetzt noch zu teuer ist, es werden noch weitere Loki-Videos kommen und die haben nämlich noch richtig günstige Belege dabei. Die werden wir natürlich auch noch durchtesten. Ich glaube, es kommen sogar Sachen für unter 15 € mit unseren Rabattcodes. Dafür abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar und liked das Video. Bis dann, ciao, ciao. Was? Retard gut. Was lachst du denn, du Bastard? Ich hab mir was Comedy So hässlich. Ah, Digga, da hab ich den nicht getroffen, aber kannte gerade. Direkt Aria. Vorher war bei uns. Ja, ich hab mehr. Aria, das Kommentarverbot. Aria wird gestrikt. So ein Bastard. Ist das krass, ey? Ist das Ey, doch was gut, denn? hä? Das ist Was? gut. Ja, dann lach nicht so. Ja, Lach doch nicht so hässlich. also vom Gefühl müsste es halt 180 sein. Ich schwöre aber vom Sound und allem, Von der Flugkurve, wie der Ball kommt. der Ball bewegt sich, als ob da ultra viel drin ist, aber es ist nicht hier drin.